Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana, der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christine Und ich bin Bettina. und heute möchten wir euch mal, weil wir sind ja schon kurz vor Weihnachten, mal kurz ein bisschen was erzählen über die Weihnachtsaktionen von Madame Faux. Ich kann mich noch gut erinnern, vor einigen Jahren habt ihr gestartet mal mit einer Baumaktion, ein Baum für 1 Euro. Und in diesem Jahr macht ihr natürlich auch wieder eine Aktion. Und da ist natürlich das Thema Bildung, was mir persönlich auch immer sehr am Herzen liegt, weil ohne Bildung geht ja gar nichts und ändert sich auch meist nichts. Deswegen ist es natürlich besonders wichtig und in diesem Jahr geht es auch wirklich um das Thema Bildung, denn ihr wollt sammeln für Ausstattung für Schulkinder. Bettina, erzähl mal genau, was ist denn in so einem Paket drin und was kostet's? Vielleicht ein paar Infos wären ganz super. Ja, gerne, super. Ja, wir gehen mit Riesenschritten auf Weihnachten zu, überall auf der Welt, alle Leute, die Weihnachten feiern. Und wie du schon gesagt hast, machen wir ja jedes Jahr eine Weihnachtsaktion. Wir sprechen immer mit dem Team ab. Vielleicht ist das mal interessant. Also unser Team hier in Ghana überlegt sich halt, was wir gerade zu dieser Jahreszeit, die eben auch hier besonders ist für viele Menschen, was wir da machen können. Und in diesem Jahr auch durch einige unserer Projektbesuche vor Ort war ich ja in Takoradi jetzt auch letzten Monat erst und da hat sich eben so im ganzen Team herauskristallisiert, dass es dieses Jahr gezielt für Schulkinder sein soll. Eine Aktion, gemeinsam für Bildung haben wir die jetzt genannt. Und da soll es darum gehen, Kinder auszustatten, die in die Schulen gehen, die wir bauen gemeinsam und dann also mit der Regierung betreiben, aber eben auch als für andere Kinder. Es ist jetzt nicht limitiert auf eine Kindergruppe, sondern gemeinsam für Bildung im Prinzip so viel wie die Spendengelder dann hergeben am Ende. Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, mir ist es damals ja auch aufgefallen, als wir waren ja, wie gesagt, schon zweimal in Ghana und als wir da so eine Rundtour gemacht haben in unserer Schule, in anderen Schulen, dass ja der Baukörper, das erstmal da ist ja schon mal das Wichtigste Ja. und Schulbänke und im nächsten Schritt hieß es dann überall, ja, Schulmaterial, Lehrmaterial ist halt auch ganz wichtig und viele haben einfach kein Geld, weil auch die Lebenshaltungskosten wie überall gestiegen sind und da ist es natürlich besonders wichtig, dass die Kinder dann in den Schulen auch Unterrichtsmaterial haben. Was kostet denn so ein Paket und was ist denn da drin? So ein Paket haben wir runtergebrochen, auch von der ghanaischen Währung so in Euro sind ungefähr 20 € pro Kind und Jahr. Und die Ausstattung ist im Prinzip so eine Basisausstattung, wie das bei uns auch hier oder bei euch. Ich bin ja in Ghana momentan. Christine sitzt in München, ich sitze in Accra. Also wie das bei euch in Deutschland, in meinem Deutschland auch ist. Also Bücher, diese Exercise Books, also wo man was reinschreibt, wo man seine Hausaufgaben drin macht oder eben Übungen und solche Dinge. Dann die Bücher, die im Unterricht verwendet werden teilweise gestellt, aber teilweise müssen sie eben auch gekauft werden. Ich glaube, das ist bei uns in Deutschland auch genauso. Und dann die Stifte, also Bleistifte, Füller habe ich hier noch nie gesehen, aber es werden so Kugelschreiber dann verwendet und es gibt auch Kugelschreiber, die man so wegradieren kann. Da ist oben Mhm. an dem Kugelschreiber dann so eine Spitze wie so ein Radiergummi und dann kann man das wegmachen. Dazu kommt dann auch noch, dass in Ghana in den Schulen Schuluniformen angezogen werden und dann auch eine bestimmte Art von Schuh, also ein bisschen, wir würden sagen, vielleicht so ein bisschen feinerer Schuh, also ein schöner Schuh, am besten, wenn es geht, so ein Lederschuh, so ein fester Schuh und für die Mädchen Sandalen, dürfen aber auch Turnschuhe sein. Und dann Unterhemd, Unterhose und dann natürlich die Schuluniform. Also das läppert sich, ne? Das sind einige Sachen. Es geht jetzt eben nicht nur um das Material, was im Klassenzimmer verwendet wird, sondern eben auch zum Beispiel, ich würde es jetzt mal persönliche Ausstattung nennen. Mhm, mhm. Und es ist also wirklich so, dass es mit 20 € gibt's quasi Schuhe, Schuluniform, Hefte, Bücher, einen Schulranzen oder Rucksack, Stifte, Radiergummi. Also, das ist bei den 20 € alles dabei. Ja,
Wir haben Mhm. natürlich geguckt, wo wir das dann herbekommen, und es kommt halt wirklich jetzt für uns darauf an, was im Spendentopf dann am Ende zusammenkommt. Denn natürlich, je mehr wir kaufen, umso mehr können wir natürlich auch verhandeln. Also, Mhm. wenn wir die Möglichkeit haben, 10.000 € auszugeben für eine bestimmte Anzahl von Kindern, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass man mit so einem Ladenbesitzer über 20 Boxen Kugelschreiber anders Und verhandeln quasi einen kann, als wenn ich ihm. Großhandelspreis bekommt und, keinen Einzelhandelspreis. Ja, Ist klar. genau. Und das geht bei den Schneiderinnen genauso. Wenn wir ihr einen ganzen Ballen Stoff für die Hemden für die Jungs abkaufen, ist das anders, als wenn wir nur einen Ballen Stoff. Und da ist hier schon eine ziemlich hohe Marge drin. Also, das kann man da kann man auch einfach gut handeln, ohne dass man, zu sehr handelt, weil die Leute, das ist ja das, was wir mit jedem Projekt machen, diese Win-Win-Situation, ne? Wir kaufen die Sachen hier vor Ort ein. Davon hat natürlich der Ladenbesitzer was, der kann wieder seine Kinder in die Schule schicken. Und so hat das, also ist das eben wirklich diese Win-Win-Situation. Mhm. Und um welche Schulklassen geht's denn eigentlich? Also, Ghana hat ja ein bisschen ein anderes Schulsystem, glaube ich, als Deutschland. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären? Und dann auch, wie viel Kinder sind in einer Klasse zum Beispiel? Das ist ja auch wesentlich mehr als bei uns, ja. Bei uns, ich bin jetzt zum Beispiel noch Lesepatin in der Grundschule und da sind es immer so um die 20 Kinder. Das denke ich, ist ja in Ghana wesentlich mehr. Vielleicht kurz dazu noch ein paar Worte. Ja, gerne. Wir haben als Zielgruppe jetzt Grundschulkinder. In Ghana geht die Grundschule 6 Jahre. Also sozusagen erste bis sechste Klasse. Danach kommt die Junior High School mit 3 Jahren und dann die Senior High School. Das ist dann wie bei uns, sag ich mal, Abitur. Das ist die Zielgruppe, sind die Grundschulkinder. Aber wie gesagt, wenn wir natürlich genug zusammenbekommen oder viel zusammenbekommen, dann kann man natürlich auch eine komplette Schule von Klasse 1 oder Kindergarten bis zur 9., 10., 11., 12. Klasse ausstatten, je Mhm. nachdem. Ähm, Mhm. Häufig ist es ja so, dass erstmal diese Primärbildung von den Eltern auch als Wichtigstes angesehen wird. Irgendwo musst du ja anfangen. Wir wissen alle, dass je mehr Bildung, umso besser. Aber wenn wir einfach schauen, okay, auf jeden Fall schon mal 6 Jahre Bildung und das ging gut, dann kann man schauen, wie kann man die Eltern mit ins Boot holen, dass man sagt, komm, und jetzt hängen wir noch die Junior High School dran mit 3 Jahren und guck mal, so gute Ergebnisse, hat doch so gut Mhm. geklappt, Mensch, da können wir doch auch vielleicht noch das Gymnasium, ne? Also Ja, ist schon klar. übersetzt Gymnasium Ja. dranhängen. Mhm, Und mhm, mhm, letzten Endes ist es einfach der Situation vor Ort geschuldet, wie viel und wie viel oder wie wenig wir einfach machen können. Das hängt, wie bei vielen Projekten, einfach ganz klar von der Summe ab, die wir da mhm. einfach gespendet bekommen. Ja, und wie ist es denn jetzt? Also, in Ghana kostet, glaube ich, die Schule ja schon was. Also, die Madame Fogana Schulen sind ja staatliche Schulen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es gibt ja schon auch Schulen, die was kosten. Aber die Leute haben ja nicht mal das Geld, dass sie ihre Kinder in die normalen Schule schicken quasi, oder? Sehe ich Ja, das richtig? die Challenge oder die Problematik, die du da aufzeigst, ist genau die an diesen Schulmaterialien hängt. Also der Schulbesuch in den staatlichen Schulen kostet nichts. Aber ich nenne es jetzt mal die Zusatzkosten bei all dem, was ich ja gerade Mhm, erläutert habe, die läppern sich natürlich. Und mhm, dann haben die Leute ja eben häufig nicht nur, in Anführungsstrichen nur, nicht negativ gemeint ein Kind, sondern 2, 3 oder 4 oder eben mehrere. Und dann läppert sich das. Und dazu kommt natürlich dann auch noch die Verpflegung in der Schule. Das ist ja auch noch mal ein Thema. Und was wir jetzt bereitstellen wollen, weil es eben Spendengelder sind, ist ja nur die Grundausstattung. Ja, das ist von uns, von unserem Team in jahrelanger Erfahrung einfach rausgearbeitet worden. mhm, Ein Kind braucht 5 Bleistifte pro Jahr und eins braucht 10. Ja, das mhm, ist ja einfach eine Basis, dass wir sagen, das ist eine gute Summe, dass die Kinder gut ausgestattet sind. Aber natürlich gucken wir, dass wir von unseren freien Spenden dann schauen, dass wir da was dazu tun, wenn eben am Ende des Jahres, ne, wie bei allen, auch bei meinem Sohn, kriege ich am Ende des Schuljahres so im April oder so noch mal einen Brief: „Oh, wir bräuchten noch ein paar Stifte und noch ein Heft und so." Das am Ende muss dann vielleicht noch was dazu geschustert werden. Aber
wenn wir diese Basis schon mal finanzieren können, dann ist das natürlich gut und das hilft den Eltern unglaublich. Mhm. Wir haben ja genau zu diesem Projekt auch eine Webseite gemacht, wo wir auf diese Fragen auch, die du jetzt gerade gestellt hast, noch im Detail eingehen, worum es den Eltern geht und was es genau kostet. Da könnte man mal schauen auf unserer Webseite www.madamfo-ghana.de. Da könnt ihr einfach am einfachsten unter Aktuelles klicken. Da findet ihr die komplette Weihnachtsaktion mit mehr Informationen auch noch. Das nur mal am Rande, Christine, dass man da Mhm. vielleicht, wenn man Okay. jetzt den Podcast im Auto, beim Autofahren hört, kann man ja nicht großartig mitschreiben. Und wenn einen da Mhm. was interessiert, dann könnt ihr da gerne nochmal nachgucken. Na ja, also der Hinweis, das ist ja schon mal super. Also man kann da noch mehr Informationen drüber haben. Jetzt warst du ja vor einiger Zeit mal auch in einer Schule und hast dich da mit einer Lehrerin unterhalten. Was ist denn da das Feedback, was von ihr so kam in Bezug auf diese Weihnachtsaktion oder auf das Thema allgemein? Ja, das war, die Schule, in der Nähe von Takoradi, was ich, grade ja mal erwähnt hatte. Und die Schulleiterin, das ist eine Schule, die wir gebaut haben dort vor Ort. Das ist eine Modellschule. Das ist eine der wenigen Schulen, wenn ich richtig informiert bin, gibt es in Ghana 3 Mädchenmodellschulen und das ist Mhm. eine davon. Ja, Und super. Das ist die ja ja, toll. das ist das wirklich ganz, Weil ganz toll, Mädchen wie die sind ja immer ein Mädchen. bisschen benachteiligt, ja. Ja, Mhm. also, das Ist ist klar. eben ein Projekt, wo eben das Team in Ghana, also Victor, Sunday, Claude, alle unsere Leute vor Ort geguckt haben, was sollen wir für Weihnachten machen. Und aufgrund dieser Mädchenschule zum Beispiel ist diese Idee dann noch mal richtig gereift. Die Schulleiterin, Mrs. Hagen, hat uns eben durch die Klassenräume und alles geführt und ist, hin und weg, weil natürlich ein tolles Gebäude, was einen vor der Witterung schützt und die notwendigen Materialien und so weiter, also Stühle, Tische und Tafel, Kreide und so weiter, das ist alles da. Aber wenn die Schülerinnen eben dann nicht kommen können, weil die Uniform fehlen, die Schuhe fehlen, das Examen nicht mitgeschrieben werden kann, weil das Heft fehlt, es gibt keine Stifte. Das ist einfach was den Routinebetrieb in so einer Schule, und wahrscheinlich hören ja hier auch Lehrer zu und das kann ja jeder Mhm. nachvollziehen, wenn dir die notwendigen Materialien fürs Lernen fehlen, dann stockt das überall. Oder wenn man wirklich gucken muss, für welches Fach habe ich jetzt ein Heft? Ich habe nur eins, welches Fach nehme ich es? Das Mhm. sind ja Belastungen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ne, die Also, können wir uns ne? ne, ist Und klar. diese Mhm. Schulleiterin hat das eben ganz deutlich gemacht. Du siehst das auch, wenn du in den Unterricht kommst. Wenn natürlich diese Sachen da sind, zumindest eben wie von uns ja geplant in der Basisausstattung, dann kannst du einen ganz anderen Unterrichtsbetrieb machen, wenn du Zeichnungen forderst. In Mathematik muss da mit dem Zirkel was gemacht werden. Und wenn diese Sachen alle vorhanden sind, ist das ja was ganz anderes, als wenn die Lehrerin das theoretisch an die Tafel malt. Man kann sich das angucken als Lernender in der Bank, aber ich kann gar nicht selber ausprobieren, wie ich dann mit einem Lineal so eine Linie ziehe. Ja, Ich mhm. denke, das ist ja plastisch verständlich, dass das Dann ist es einfach ja eigentlich nur die ganz halbe wichtig ist. Miete, aber also der Unterricht ist die halbe Miete, aber ich brauche ja schon auch das Equipment dazu. Das ist ganz klar. Ja. Vielleicht noch ein Wort, dazu, weil du sagst ja, die Schulen, die betreibt, Madame von mit dem Staat. Also, wer bezahlt jetzt zum Beispiel die Lehrer oder, weil das ist ja eine dauerhafte Ausgabe. Also, wenn ich jetzt als Sponsor auftrete, gebe ich ja das, Geld dann für den Bau der Schule. Dann haben die einfach schon mal einen Baukörper, aber dann muss der ganze Betrieb ja irgendwie laufen und das sind ja laufende Kosten. Und wie werden die denn dann finanziert? Die laufenden Kosten für so eine Bildungseinrichtung, egal ob es jetzt Schule, also Kindergarten, Grundschule oder weiterführende Schule ist, übernimmt der ghanaische Staat und auch das Gehalt der Lehrer. Das ist ja eine Sache, die uns auszeichnet, dass wir eben diese Kooperation mit den Behörden hier vor Ort so also bis ins letzte Glied zu Ende gedacht haben, dass eben Spendengelder nicht für den Betrieb der Bildungseinrichtung verwendet werden. Das ist also gesichert, das läuft, auch Strom und Wasser. Wir bohren ja häufig auch Brunnen und machen Wasserversorgung, Toilettenanlagen. Da brauchst du dann mal eine Glühbirne, wenn es da mal dunkel Mhm. ist oder so. Ne? Das wird alles bezahlt, das funktioniert, das ist
stabil und kein Problem. Es hängt dann eben an der Ausstattung. Die wird nur Mhm. zum Teil übernommen. Also manchmal gibt's dann so Bücherpakete oder solche Sachen. Oder es gibt ja auch Elterninitiativen. Also wie es bei uns ja so eine Elternvertretung gibt. Das gibt's Ah, in Ghana hier okay. auch. Das nennt sich Mhm. PTA, Parents Teachers Association, also Lehrer-Eltern-Versammlung, ja, der Mhm. Association, die machen das halt zusammen. Und da hilft man sich natürlich untereinander. Aber wenn du eben auf eine Schule mit mehreren hunderten Schülern guckst, dann ist da halt häufig irgendwo ein Loch. Und das versuchen wir eben mit unserer Weihnachtsaktion, so gut es geht Mhm. und da, wo wir können, zu stopfen. Mhm. Jetzt fällt mir mal so ganz spontan noch ganz was anderes ein. Es gibt ja in dem Unterricht also die alle möglichen Fächer. Ich sage jetzt mal unten angefangen mit Rechnen, Schreiben, Lesen und dann gibt's irgendwie Biologie und Erdkunde, ne? Aber es gibt ja auch Sport und da braucht man ja auch wieder vielleicht irgendwie Equipment. Habt ihr da auch schon Unterstützung oder gibt's da was oder wird das gar nicht angeboten in der Schule? Doch, es gibt PE, Physical Education, also das ist der Sportunterricht. Den mögen die Kinder natürlich auch am liebsten, weil klar, Ja, da klar. können sie raus aus dem Klassenraum. Ich meine, gut, es gibt auch Kinder, die keinen Sport mögen, aber generell, Ja. wenn man nicht sitzen muss und sich was sagen lassen muss, dann sind die Kinder hier wie alle Kinder auf der Welt. Ne? Mhm. Das Mhm. schon, wir unterstützen das auch mit eben Materialien, hört sich jetzt so groß an. Geht dann um Bälle, Mhm. Springseile, Basketbälle oder mal einen Basketballkorb. Die werden dann hier aus Metall zusammengeschweißt und quasi self-made gemacht. Mhm. Wir haben allerdings auch schon Fußballplätze gebaut, also richtige Fußballplätze, ähm, wo dann also auch Meisterschaften und wirklich der Ligabetrieb, nenne ich es jetzt mal hier, gemacht wird. Wir haben in diesem Feld, also was Sport und diese ganze sportliche Betätigung, viele Ideen und auch Projektideen, die an uns herangetragen werden von den Einheimischen. Wir haben zum Beispiel einen Vorschlag bekommen für so eine Tartanbahn, heißt das so, diese, wo man Ja, ja. läuft, ja, Mhm. Mhm. und in der Mitte dann ein Volleyballfeld und ein Basketballfeld. Also da gibt's ganz tolle Ideen und Herangehensweisen von den, also Leuten vor Ort, von den Lehrern, von den Eltern, Ah ne, ja, von die den dann die Schülern selber. Initiative quasi ergreifen und sich dann an euch wenden, ob ihr das eventuell unterstützen wollt mit Genau. Madame Fo. Der Mhm. die Challenge oder was halt wirklich schwierig ist bei diesen ganzen Sporteinrichtungen, dass das einfach wahnsinnig teuer ist, weil man einfach da sehr viel Land Mhm. bearbeiten muss, sage ich jetzt mal, Ja, auch ist wenn man klar. das ja nicht auf internationalen Standard bringen will. Wir wollen ja jetzt hier kein Wembley-Stadion bauen oder einen NBA-Court, aber Ja. trotzdem muss ja da der Boden bearbeitet werden. Entweder muss Gras hin oder es müssen Steine hin oder wie macht man das Mhm. am besten? Mhm. Das ist einfach immer mit sehr hohen Kosten verbunden und da fällt es uns manchmal schwierig, Spender zu kriegen. Also jeder, der sich für die Unterstützung von einem Volleyballplatz zum Beispiel, den man ganz gut machen kann, weil da kann man einfach Beachvolleyball machen. Ne, machen wir Sand Mhm. hin. Mhm. Sand ist einfach ziemlich teuer und da brauchst du mehr als eine LKW-Ladung. Ne? Ja, Also ist das klar. Mhm. läppert sich dann Ja, einfach. Aber okay. Sport Jetzt wird will ich ganz hoch geschrieben. noch auf ein anderes Thema noch eingehen, weil, also an unseren Schulen wir sind zwar digitalisiert etwas im Rückstand zu anderen verglichen mit anderen Ländern, aber es ist ja heute eigentlich schon üblich, dass man mit PC arbeitet, also sowohl der Lehrer heute hat man keinen Flipchart mehr oder einen Overhead-Projektor, sondern macht das alles mit Beamer und Laptop und auch die Schüler arbeiten dann vor allem in den höheren Klassen mit 'nem PC. Und ja, wie fortgeschritten ist denn Ghana da? Weil also ich erinnere mich, dass mich mal eine Lehrerin eben von einer der Schulen, gesagt hat: „Ja, wenn ihr wieder was spendet, dann 'nen PC, weil wir möchten den Kindern halt das auch mal gerne richtig zeigen und nicht nur, mit 'nem Blatt Papier.“ Ja. Ja, so wird das hast du völlig gut dargestellt. Also häufig wird hier an die Tafeln der Screen eines Computers gemalt und also es ist eine Zeichnung an der Tafel, die Mhm. sich Kinder angucken, wie denn so ein Computer aussieht. Das ist hier noch sehr verbreitet. Das ist auf der Agenda des Bildungsministeriums absolut oben drauf. Das ist klar, das ist bekannt, das wird auch versucht, aber eben nicht im ausreichenden Maße wie viele andere Sachen einfach aus.
Und wenn wir eine Schule bauen, dann machen wir das meistens in mehreren Stadien und fangen mit dem Kindergarten an, dann Grundschule, weiterführende Schule und dann Mhm. Ganze heißt dann Computer Lab, ne? Also Computerlaboratorium, das wir dann bauen und auch ausstatten mit PCs, Bildschirm, Maus, Tastatur und so weiter. Das ist bei uns auch ganz oben auf der Agenda und machen wir häufig. Christine, es steht und fällt immer mit den Spenden. Je mehr Leute wir einfach finden, die sagen, wir spenden so ein Computerlab, du, an uns liegt es nicht. Genau, so wie immer, so wie es ja bei uns auch war, Ja. spontan, ne? Ich möchte gerne Schule bauen, wie geht das? Ja, dann ist man bei euch an der richtigen Adresse. Das ist schon ganz klar. Ja. Also, nochmal jetzt zusammengefasst. Also, wir machen jetzt die Weihnachtsaktion für 20 € mit einer Basisausstattung für die Schulkinder. Du darfst auch 200 spenden oder Ah ja, 2.000, ja? Nur zur ja, Info. ne, Brauchst aber nicht nur schon mal 20 für Euro für spenden. eine Ausstattung 20 €. Man kann natürlich auch Ja. für 3 Kinder oder für 10 Kinder spenden, das ist ganz klar. Also, das würden wir unseren Zuschauern und Zuhörern natürlich besonders ans Herz legen. Wenn ihr noch von eurem Weihnachtsgeld ein paar Euro übrig habt, die dann sind bei Madame Vor am besten investiert. Oder würdest du mir da zustimmen, Ja, Bettina? da stimme ich dir total zu und 1 € ist auch gut, ne? Es kommt Genau. ja alles in den Topf. Man kann diese Spendenaktion live im Internet verfolgen. Also, wie gesagt, ganz einfach auf unsere Webseite gehen. Unter Aktuelles findet ihr ganz auf der Startseite die Weihnachtsaktion, natürlich auch auf unseren Social-Media-Portalen unter Madame Vogana. Und da gibt's eine Spendenaktion und da könnt ihr live verfolgen, wie das hoffentlich nach oben schießt. Wir haben auch Spendenurkunden. Man kann also eine Spende tätigen und bekommt eine Urkunde, die man dann ganz toll verschenken kann. Finde ich persönlich eine ganz tolle Sache. Das kommt Mhm. immer unheimlich gut an. Man kann sich das Bildmotiv auswählen und dann eben den eigenen Text und so weiter eingeben und dann bekommt man die Urkunde. Die kann man dann, kriegt man in sein E-Mail-Postfach, kann man sich ausdrucken. Das ist eine ganz tolle Sache, vielleicht zu Weihnachten zusätzlich zu dem, was auch immer gewünscht wurde, vielleicht noch so eine Urkunde dazu beizulegen. Ja, super Idee. Also das finde ich auch immer ganz toll, weil bevor man noch das 25. Stehrümpchen jemandem schenkt, finde ich das ja einfach, da ist das Geld besser investiert. Und wenn der Beschenkte auch so sozial gestrickt ist, dann gefällt ihm das sicher auch ganz gut. Ja gut, also ich denke, dann Bleibt haben uns wir, nichts glaube anderes ich, übrig, frohe Weihnachten zu wünschen. genau. Also wir wünschen euch alle tolle Weihnachten, feiert schön, esst nicht zu viele Plätzchen, rutscht gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann im Januar. Ach, das reimt sich auch. Wir sehen uns im Januar. Christine und ich gehen auch in eine, ich gehe nicht in eine Pause, ich habe keine Zeit für eine Pause, Christine bestimmt auch nicht. Aber wir gehen in eine Podcast-Pause, Podcast-Pause, genau. Ihr hört uns am 9. Januar wieder mit dem nächsten spannenden Thema. Also macht's gut. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss, frohe Weihnachten, guten Rutsch.